Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ride On with Friends. Mein Name ist Jürgen und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr nach so viel epischem Drama dran geblieben seid, denn ich möchte euch ja heute etwas über den einst gefürchteten Klettersteig, und zwar der gefährlichste auf der Iberischen Halbinsel, wenn nicht sogar auf der ganzen Welt, berichten, den Caminito del Rey, auf Deutsch Königspfad. Heute ist der Caminito del Rey nur noch ein Nervenkitzel der besonderen Art, wenn man sich an die Ratschläge der Guides hält. Vor allem schwindelfrei sollte man auf jeden Fall sein und Kondition für die Wanderung durch die Schlucht ist auch vonnöten. Der Klettersteig liegt im Hinterland nordöstlich von Malaga inmitten der Schlucht Gaitanes, etwa eine Stunde Fahrzeit von der Stadt bzw. der Costa del Sol entfernt. Alleine die Anfahrt mit dem Motorrad auf kleinen Nebenstraßen ist schon sehr sehenswert. Grundsätzlich kann man den Caminito del Rey mit dem Auto oder Zug problemlos erreichen. Aber wer wie wir mit dem Motorrad anreist, der sollte neben ausreichend viel Trinkwasser natürlich Wanderkleidung, insbesondere gute Schuhe zum Wechseln dabei haben. Wir sind heute am 5. Januar bei angenehmen 18 Grad unterwegs. Im Sommer können aber hier problemlos Temperaturen von über 40 Grad herrschen. Je näher man in Richtung Ardales kommt, umso mehr nimmt der Verkehr mit Reisebussen in dieser spektakulären Schluchtenlandschaft und Naturschutzgebiet des Filadero de los Gadanos zu. Kein Wunder, denn täglich besuchen etwa 1000 Touristen den Caminito del Rey, die den Nervenkitzel auf schmalen Holzpfaden, die in die senkrechten Felsen etwa 100 Meter über der Schlucht eingeschlagen wurden, suchen. Das besondere Highlight bzw. der ultimative Adrenalinkick ist dann die Hängebrücke, wo man seinen ganzen Mut sammeln muss. Aber hierzu später mehr. Der 7 bis 8 Kilometer lange Caminito del Rey ist kein Rundwanderweg. Gestartet wird am nördlichen Eingang des Weges. Man geht dann zum südlichen Ausgang, wo schon Shuttlebusse für den Rücktransport zum nördlichen Eingang warten.
Wir umrunden quasi auf einer sehr kurvenreichen Straße die Schlucht und fahren bis zum nördlichen Eingang. Alleine diese Gegend ist schon ein Ausflug mit einem Motorrad wert. Schöner kann das neue Jahr gar nicht in die Motorradsaison starten. Wir parken dann unsere Maschinen am Straßenrand, ziehen unsere Wanderklamotten an und packen Wasser in den Rucksack. Man kann ja nie wissen. Was erwartet uns auf dem Königsweg? Generell benötigt man wegen der großen Nachfrage ein gültiges Ticket mit einem Zeitslot, das man rechtzeitig über das offizielle Internetportal buchen kann. Wir haben alles über unser Reisebüro vor Ort mit Tourguide geplant, da wir sehr kurzfristig wetterabhängig buchen wollten und das Reisebüro immer ein Ticketkontingent reserviert hat. Man sollte etwa eine halbe Stunde zuvor am Eingang sein, da man einerseits mit einem Helm ausgestattet wird und andererseits einer kleinen Gruppe zugeordnet wird. Alleine darf man den Weg nicht erwandern und man muss übrigens älter als 8 Jahre sein. Die Wanderung vom Parkplatz zum Eingang dauert etwa 20 Minuten und führt durch 2 Tunnel entlang der Schlucht. Alles noch easy peasy. Die eigentliche Wanderung dauert dann etwa 3 bis 4 Stunden und erfordert eine gute körperliche Verfassung. Obwohl die Wanderung ganzjährig bei gutem Wetter erfolgen kann, würde ich das Frühjahr oder den Herbst empfehlen. Wir waren Anfang Januar und selbst bei Außentemperaturen von 15 bis 20 Grad kamen wir enorm zum Schwitzen. So, jetzt geht's gleich los. Der Caminito del Rey schlängelt sich etwa 7,7 Kilometer lang auf engen, in den Fels geschlagenen Holzpfaden, teilweise 100 Meter über der Schlucht. Zwischen den Wasserfällen Gaitanejo und El Chorro verläuft der erst 2014 restaurierte Weg vorbei an 300 Meter hohen Felswänden und über 200 Meter tiefe Schluchten. Noch vor einiger Zeit hatte der Caminito del Rey den Ruf als gefährlichster Klettersteig der Welt. Seit 2015 ist er dank gesicherten Holzwegen für alle zugänglich. Der ursprüngliche Weg hatte übrigens noch eine ganz andere Aufgabe. Zwischen 1901 und 1905 wurde der Pfad errichtet, um Baumaterial für den Staudamm zu transportieren und das naheliegende Wasserkraftwerk zu unterhalten. Der Klettersteig Caminito del Rey erhielt seinen Namen übrigens aufgrund des Besuches von König Alfonso XIII. Im Jahre 1921, als der spanische König den fertiggestellten Staudamm besichtigt hatte. Durch Witterungseinflüsse und wegen des weichen Sandsteins verfiel der Weg. An manchen Stellen fehlten die Betonplatten und nur noch rostige Stahlträger blieben übrig. Zur Begehung waren absolute Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und gehobene Klettersteigkenntnisse notwendig.
Besonders erwähnenswert ist, dass dieser lebensgefährliche Weg lange Zeit von Kindern als Schulweg genutzt wurde, weil er die einzige Verbindung zwischen den Dörfern war. Der Caminito del Rey wurde im Laufe der Jahre immer mehr vernachlässigt und so kam es zu mehreren tödlichen Unfällen. Nachdem 1999 und 2004 Menschen gestorben waren, wurde der Steig zunächst geschlossen und dann komplett 2014 bis 2015 neu erstellt, sowie beinahe durchgängig mit Stahlseilen gesichert. Nun ist er die Touristenattraktion mit über 1000 Besuchern am Tag, eine der Haupteinnahmequellen der Touristenregion Malaga. Man sieht hier gut die alte Bahntrasse, die später in den Fels gehauen wurde, und die alte Fußgängerbrücke, über die wir zum Glück heute nicht mehr gehen müssen. Leider merke ich gerade, dass ich eigentlich gar nicht so schwindelfrei bin. Deswegen schaue ich gar nicht zwischen den Sprossen durch. Das ist ein ganz einzigartiges Gefühl, wenn man hier entlang geht. Es ist zwar alles sicher, aber so ganz wohl fühlt man sich doch nicht dabei. Und das ist der neue Weg. Der alte war ja ganz schlimm. Da musste man ja richtig klettern. Hier geht es bestimmt 150 Meter runter. Ui. Hier soll es jede Menge Schlangen geben und deswegen kreisen normalerweise die Geier hier in dieser Schlucht. Schaut euch das mal an, wie der Pfad da reingebaut wurde. Uiuiui. So, jetzt stehen wir am Kilometer 2,5 und es geht dann auch gleich über die berüchtigte Hängebrücke. Bin mal gespannt.
Da man im Notfall die Touristen nicht auf dem Pfad zum Eingang oder Ausgang mit einer Trage transportieren kann, wurde etwa auf der Hälfte des Weges ein Helikopterlandeplatz eingerichtet. Laut Tourguide ist es gerade im Sommer keine Seltenheit, dass sich Touristen mit ihrer Kondition überschätzen oder dehydrieren. Es kann auch vorkommen, dass man die Körperreaktionen unterschätzt, wenn man über die wankende Hängebrücke mit freiem Blick nach unten geht. Alleine der Gedanke an das Bevorstehende lässt mich Angstschweiß absondern. Ich schalte mein Funkgerät ab, um nicht noch mehr Horrorgeschichten vom Tourguide zu hören. Mir reicht's. Christine hat als erprobte Kletterin kein Problem mit der Höhe. Alleine der Anblick, wie Gruppenmitglieder akrobatisch ihr Smartphone und Foto über die Brüstung halten, treibt mir Schweißperlen auf die Stirn. Der Guide sieht meine Gesichtsfarbe und will mich ablenken. Er deutet auf den Himmel. Ah, Gänsegeier im Überfluss. Die warten anscheinend schon auf ihr Opfer. Psychologie hat er in Chile wohl nicht studiert, aber er spricht fließend 5 Sprachen und ist sehr kompetent. Es geht weiter auf dem Caminito del Rey. Man darf übrigens keine Schirme oder Selfie-Sticks mitbringen oder lange zum Fotografieren innehalten. Es geht hier zu wie bei einer modernen Taktmontage. Alle 10 Minuten kommt eine neue Gruppe mit einer anderen Helmfarbe. Wir sind die blaue Gruppe. Bei diesem Prinzip wird schnell klar, wer entweder zu schnell ist und aufläuft oder zu langsam unterwegs ist und die Nachfolger blockiert. Damit ist es möglich, dass man in 8 Stunden etwa 1000 Touristen und mehr durchbringt. Das erinnert mich sehr an moderne Fertigungsprinzipien für Serienfertiger. Und da kommt sie nun, die Hängebrücke mit dem Adrenalinkick. Ein Schild weist nochmals darauf hin, dass man Abstand halten soll. Und direkt an der Hängebrücke steht Sicherheitspersonal mit Ausrüstung wie am Mount Everest. Das treibt mein Puls nochmals in die Höhe. Prima. Vor der Hängebrücke ist noch eine alte morsche Holzbrücke. Man sieht ja übrigens sehr gut den alten Weg. Die alten Stahlträger mit den alten Holzdielen befinden sich etwa 2 Meter unterhalb des neuen Pfades. Mein Körper sagt abwarten und Atem kontrollieren. Aber von hinten kommt schon die neue Gruppe. Ich muss weitergehen. Mein Puls ist bestimmt auf 180. An was Schönes denken. An Motorradfahren. Für das Erinnerungsalbum noch ein schönes Foto mit einem gezwungenen Lächeln und dann in der Warteschlange anstellen. Meine Seilschaft ohne Seil bekommt das Startsignal und da passiert es. Für ein paar Sekunden blockieren meine Füße. Selbst die Zipline über die viel höhere Tara-Schlucht war kein Problem. Aber jetzt spielt der Körper verrückt. Ich erinnere mich an mein autogenes Training im Sport und bekomme so wieder eine Willenskraft, diese Holy-Shit-Brücke letztendlich doch noch zu meistern.
Ich halte mich filmend an den Stahlseilen fest und gehe Treppe für Treppe am Abgrund entlang. Die Welt nach der Brücke ist eine andere als vor der Brücke. Aber irgendwie komme ich mit jedem Schritt näher an den Ausgang des Caminito del Rey. Jeder, der von sich behaupten kann, dass er keinen Höhenschwindel kennt, würde hier kein Drama machen. Ich hatte das früher auch nicht, aber vielleicht ist es schon das Alter oder noch die Nachwehen von unserer Silvesterfeier. Hasta la vista, Caminito del Rey. Ich komme vielleicht wieder. Ich habe es geschafft, aber ein Spaß war es nicht. Ich habe Höhenschwindel und das habe ich direkt gemerkt, eigentlich an der Hängebrücke. Da sind mir fast die Füße weggegangen. Da hat der Körper reagiert, aber ich habe es geschafft und es war einfach super. Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, und mich freut es, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Mal. Hasta la vista.